Sommer in Hamburg, eine Retrospektive. Die Geschichte eines Jungen, der sich auf die Reise begab, eins zu werden mit dem Wasser. Netflix-Serie, Drogenserie, dann habe ich morgens die Schere nicht bei, dann reiße ich aus. Und hier in dieser Zeitung, das war doch das mit dem Fotowettbewerb. Da war auch schon dein Faible für die Meerjungfrauen. Ich fand Ariel ganz toll und habe mir dann auch immer so Fischschwänze gebastelt. Guck hier, also das war so köstlich. Ich glaube, ich habe schon immer so ein bisschen auch in so einer Fantasiewelt gelebt. Und ich fand es total cool, anderen Leuten diese Fantasiewelt anschaulich zu machen, die in meinem Kopf drin ist. Ich fand mich auszudrücken mit was anderem als meiner Stimme irgendwie schon immer voll spannend. Maxi ist der Künstler. Abstrakt. Ja, abstrakt. Du bist der kleine Picasso. Ich habe irgendwann angefangen, viele Selbstporträts zu machen. Habe da entdeckt, dass ich die so ein bisschen zum Leben erwecken kann, diese Fantasien. Und fand das da auch schon total toll, dass ich einfach sein durfte, wer ich will. Meine Güte. Ja, da hattest du so eine verrückte Phase. Es war keine Phase. Mich hat voll das Unbekannte interessiert. Also was mich in der Schulzeit oft gestört hat, war meine Körpergröße. Und das auch in der Klasse zu spüren bekommen habe, dass ich der Kleinste war in der Schule. So ein bisschen eigen. Also meine Mutter war auch besorgt, warum ich immer alleine in meinem Zimmer sitze und mich nur mit mir selber beschäftige. Und hat aber gemerkt, dass ich das total liebe, mich so auszuprobieren und herumzuexperimentieren. Und hat mich dann zum Theater geschickt oder gesagt, geh mal zum Theater. Genau 2 Arten bevölkerten den Ozean. Weichtiere und Krustentiere. Wohin würde er gehören? Männer in meiner Familie waren eher so harte Krustentiere. Weil du immer der Liebe warst, dass doch alle ganz doll, auch ich, erstaunt waren, als du in der Serie gespielt hast. Ich bin ready. Läuft. Wir sind die Generation Z. Jeder von uns trägt in seiner Hosentasche das Wissen der das Wissen der... Okay, einen würde ich noch machen, Kinder. Bei dem Casting für How to Sell Drugs war mir so schlecht, die ganze Zeit. Eine Woche später kam der Anruf, dass ich das jetzt drehen werde. Das war heavy. Das Schwimmbad schließt in wenigen Minuten. Sie müssen sich jetzt mal entscheiden, ob Sie springen wollen. Dann war es richtig gruselig, als ich realisiert habe, oh fuck, ich weiß nicht, ob ich das kann. Hab mir dann so viel Druck gemacht. Da kamen so viele Selbstzweifel hoch, auch aus der Schulzeit, und es war richtig krass. Boys. Will boys always be boys? Boys. And how many brawls do I have to provoke to become a man? I do have to provoke a brawl to become a man, right? Besonders herausfordernd ist in der Schule, das Gefühl zu haben, sich beweisen zu müssen. Da bist du immer beeinflusst von Klicken. Es ist so fest drin, dass man das so schwierig losbekommt. Dass man in jedem der Beste sein muss oder der Stärkste oder der am meisten trinkt oder so. Der Wendepunkt kam, als ich
rausgeworfen wurde aus meiner Komfortzone. Diese Extremsituation, wie dieser Dreh es für mich war, hat mir aber voll geholfen, nicht zu fliehen in so Fantasiewelten. Momente, in denen ich mich so wohl in meinem Körper und meiner Haut fühle, ist, wenn ich tanze und wenn ich schwimme. Da begegnete ihm etwas Ungewöhnliches. Eine Muschel. Ein Wesen, das beides war. Außen hart und innen weich. Hast du Opa mal weinen sehen? Ja, ich habe Opa öfter mal weinen sehen, wenn es zum Beispiel vom Lachen mal so kam. Ich weiß nicht, wann man sich entschieden hat zu sagen, Männer dürfen nicht weinen. Wenn man beim Schauspiel so Werkzeuge benutzt, dann ist ein Werkzeug für mich so ein kleiner Setzkasten, in dem ich Erinnerungen oder Erfahrenes oder Beobachtungen oder so kleine Dinge, wie eine Person gerade den Löffel hält, abspeichere und wie so kleine Murmeln in diesen Kasten reinsetze. Es wird mir immer gesagt, dass es nicht gut ist zu heulen. Ich glaube auch, wenn vielen Jungen einfach gesagt wird, ey, das ist gut zu weinen, dass es weniger Arschlöcher geben würde auf dieser Welt. Schließlich begriff er, dass er seine Flosse selbst in die Hand zu nehmen hatte. Wenn er eins werden wollte. Eins mit dem Wasser. Ich glaube, das Mutigste, was ich bisher gemacht habe, ist, mich selbst zu akzeptieren, weil das irgendwie echt eine Zeit lang voll die Überwindung gekostet hat. Es gibt heutzutage so ein Phänomen, dass Männer Fotos von ihren Penissen schicken. Oh, Bella. Nee, das habe ich noch nicht erlebt. Um sich schon mal zu zeigen, was sie so haben. Ach nein. Meinst du, das gibt es? Ja, das ist... Auch wenn die sich lieben? Ja. Das hätte mir noch gefehlt. Da kommt ein Foto mit... Nee. Nein, also das ist doch auch nicht das A und O eines Mannes. Leute, das war eine scheiß Idee mit dem Wasser einzuladen. Ich kann niemals so lange die Luft anhalten.